In kaum einem anderen Land in Europa gibt es so viele Tote durch Schusswaffen wie in Schweden. Immer öfter werden junge Menschen in Bandenkriege verwickelt. Und das, obwohl Schweden als eines der glücklichsten und sichersten Länder der Welt gilt. Sweden has failed to combat these problems. Das ist unhaltbar. Das geht nicht mehr so. Was ist da los in Schweden? Es sind kriminelle Banden, die da aufeinander schießen. Auf Mitglieder anderer Banden oder auch innerhalb der eigenen Bande. Es sind vor allem Jugendgangs, die in Drogenhandel, Raubüberfälle, Betrug und Auftragsmorde verwickelt sind. Während in anderen Ländern die Zahl der Toten durch Schusswaffen zurückgeht, steigt sie in Schweden. Heute, mit Stand 2020, liegt Schweden mit 4,6 Toten pro Million Einwohner an der Spitze Europas. Im europäischen Durchschnitt sind es 1,6 Tote pro Million. Für die hohen Zahlen gibt es 3 Hauptgründe: die sozioökonomische Segregation, die überforderte Polizei und eine Politik, die zu lange weggeschaut hat. Die Segregation ist zunächst räumlich. Ein großer Teil der Kriminalität passiert in sozial benachteiligten Gebieten. Großstädte wie Malmö, Göteborg und Stockholm sind besonders stark betroffen. Der Grund dafür liegt Jahrzehnte zurück. Um der Wohnungsnot entgegenzuwirken, zieht Schweden von 1965 bis 1975 Plattenbausiedlungen in Vororten hoch. Es entstehen 1 Million neue Wohnungen. Viele dieser Quartiere werden aber zunehmend vernachlässigt. Sie werden in den 1990er Jahren immer unbeliebter und mehrere davon entwickeln sich zu sogenannten Problembezirken. Bankfilialen, Postämter und Apotheken verschwinden aus den Siedlungen. Sie wechseln an profitablere Standorte. Die schwedische Polizei veröffentlicht seit 2015 Listen mit Karten derjenigen Vororte, die sie als gefährdete Gebiete bezeichnet. Insgesamt 61 solcher Problembezirke gibt es in Schweden. Dort sind die Kriminalitätsraten höher und die Menschen haben einen niedrigen sozioökonomischen Status. Arbeitslosigkeit und Armut sind hoch, das Bildungsniveau ist niedrig. Auch ethnisch klafft ein Graben. In den unbeliebten Hochhaussiedlungen hat ein großer Teil der Menschen Migrationshintergrund. Denn bis zur Flüchtlingskrise 2015 hat Schweden eine vergleichsweise offene Einwanderungspolitik verfolgt. Es geht hier nicht um Ethnizität, sondern es geht darum, in welchen Umständen lebst du. Was wir sehen, sind unterfinanzierten Schulen in Vororten, wo vielleicht 90% der Kinder nicht Schwedisch können. Das ist Lisa Pelling. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht zu Migration. Eines der Hauptprobleme sieht Lisa Pelling im Schulsystem. Wir haben gedacht, uns geht so gut, dass wir uns leisten können, ein Experiment zu machen mit den Schulen. Was würde passieren, wenn wir totale Wahlfreiheit zulassen, mit ein bisschen Konkurrenz zwischen staatliche Schulen und private Schulen? Dieses Experiment ist gescheitert. In Schweden gilt also für alle freie Schulwahl. Private Schulen nutzen das aus und richten ihre Standorte vor allem in sozial privilegierten Gegenden ein. Eltern, die die Mittel dazu haben, schicken ihre Kinder an diese Schulen. Dadurch fehlen Ressourcen an Schulen in unterprivilegierten Gegenden. Den Schulen in den sogenannten Problembezirken geht es immer schlechter, während die Schulen an wohlhabenden Orten immer privilegierter werden. Für eine weiterführende Ausbildung nach 9 Jahren Volksschule brauchen die Schüler außerdem ausreichende Abschlussnoten in Mathematik, Schwedisch und Englisch. Viele Schüler aus den benachteiligten Vierteln schaffen das aber nicht und kommen nach der Schule nicht weiter. Was macht man mit 16 ohne Bildungsmöglichkeiten? Ohne Berufsausbildungsmöglichkeiten. Die Bewohner dieser Vororte sind also nicht nur geografisch von der schwedischen Mehrheitsgesellschaft abgekoppelt, sondern auch sozioökonomisch. Sie leben im gleichen Land, aber in einer völlig anderen Lebenswelt. And a larger than normal share of the population are involved in criminality. The segregation generates neighborhoods where we have lots of kids who grow up in poor conditions, and some of them become criminals, and we have very many of them at the same place. Und das ist Manne Gerrel. Er forscht an der Universität Malmö zur Geografie von Kriminalität, Polizeiarbeit und Bandengewalt. Bereits 13- oder 14-Jährige spüren die Perspektivlosigkeit und rutschen in die Kriminalität ab. They grow up where this is kind of normal, where they will tend to know lots of the older men or boys that are involved in the gangs, and so it's kind of natural that they get socialized into these criminal networks. Durch rivalisierende Banden, Kämpfe um Drogenmärkte, Macht- und Racheakte entsteht eine Gewaltspirale. After there's been a shooting at a place, then the risk is quadrupled for another shooting to take place at nearby or at the same place within a few weeks. Opfer und Täter werden dabei immer jünger. Die Bandenmitglieder sind fast ausschließlich männlich und zwischen 21 und 28 Jahre alt.
Schauen wir uns noch einmal die Statistik der Schusswaffentoten an. Mit 4,6 Toten pro Million Einwohner liegt Schweden als Ganzes bereits über dem europäischen Durchschnitt. Grenzt man aber die Altersgruppe auf die 20- bis 29-Jährigen ein, sind es sogar rund 18 Todesfälle pro Million Einwohner. Was man in der Statistik nicht sieht: bereits Kinder werden von Bandenmitgliedern mit kleinen Botengängen beauftragt und so ins Gangbusiness verwickelt. Gerade einmal 19 Jahre alt ist doch Schwedens beliebtester Gangster-Rapper Einar, als er vor seiner Wohnung erschossen wird. Einar war wohl in Bandenkonflikte verwickelt und hätte bei einem Gangprozess aussagen sollen. Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen verfolgt die Polizei den Fall nicht mehr weiter. Der Mord an Einar wird zum Cold Case, verschwindet im Archiv auf dem Aktenstapel der ungelösten Fälle. I think police is a key variable, and politicians as well. I mean, the police have not been successful enough, and politicians haven't either. They haven't done enough. What they have done haven't been good enough. Die Segregation und die sozioökonomische Ausgrenzung sind nur ein Teil der Erklärung. Wir müssen auch über die Polizei und die Politik sprechen. Schauen wir uns die Probleme bei der Polizeiarbeit an. Bei Tötungsdelikten im Bandenmilieu ist die Aufklärungsquote viel niedriger als bei anderen Delikten. Nur einer von 4 Fällen wird gelöst. Die Polizei tappt also oft im Dunkeln. Das hat 3 Gründe. Die Opfer sind oft selbst in kriminelle Netzwerke verwickelt. Deshalb wollen auch sie selbst oder ihre Angehörigen nicht unbedingt mit der Polizei sprechen. Zeugen sind schwer zu finden. Sie haben Angst, sich selbst in Gefahr zu bringen oder misstrauen der Polizei. Und die Schießereien sind gut organisiert. They are now often having a very organized setup where someone is paying for someone to get killed. He hires a person who organizes it. The organizer hires someone to get guns, someone to get escape vehicles, someone to get other logistics, and someone to shoot. Zur Bekämpfung der Schießereien hat Malmö das Projekt Stop Shooting ins Leben gerufen. Dazu hat sich die Stadt mit der Polizei und der schwedischen Strafvollzugs- und Bewährungshilfe zusammengetan. Bei sogenannten Call-ins treffen sich bekannte Bandenmitglieder, Behörden, Sozialdienste, Angehörige und Opfer. Die Bandenmitglieder sollen erkennen, welche negativen Auswirkungen ihre kriminelle Tätigkeit vor allem auf ihr eigenes Umfeld hat. Sie sollen sich innerhalb der Bande gegen Gewalt aussprechen und es werden ihnen Möglichkeiten geboten, aus der Bandenkriminalität auszusteigen. In Malmö scheint die Methode einen gewissen Erfolg zu haben und wird jetzt auf 6 weitere Regionen ausgeweitet. I mean, there's a lot happening. The police are getting more resources. They are learning. They are improving. They are doing better. And also other parts of society are doing more. So I think I'm slightly hopeful. Es braucht also mehr als nur die Polizei. Der Kampf gegen die Kriminalität kann unglaublich komplex sein. Wenn zum Beispiel die Polizei auf verschlüsselte Chats zugreift und hochrangige Bandenmitglieder verhaftet, lösen sich Bandenstrukturen auf. Die Gruppendynamik wird unberechenbar. Rollen müssen neu besetzt werden, oft von jüngeren Bandenmitgliedern. Und jünger bedeutet auch unerfahrener. Dadurch können bei Schießereien auf offener Straße auch Unbeteiligte getroffen werden. So gab es etwa einen Fall, bei dem ein 12-jähriges Mädchen durch einen Querschläger getötet wurde, was in den Medien große Aufmerksamkeit erregt hat. Die Bandenkriminalität ist auch in der Politik das große Thema. Im Jahr 2022 hat die Zahl der Schusswaffentoten in Schweden ein historisches Rekordhoch erreicht. Aus den Wahlen im gleichen Jahr sind die rechtsnationalistischen Schwedendemokraten als zweitstärkste Partei hervorgegangen. Ihr Wahlversprechen war, die Bandenkriminalität mit schärferen Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Auch wenn sie nicht an der Regierung beteiligt sind, spiegelt sich ihr Erfolg im neuen Regierungsprogramm. Es gibt längere Haftstrafen, mehr Polizeipräsenz und mehr Befugnisse. Die Asylpolitik soll verschärft werden, kriminelle Ausländer schneller ausgeschafft und das Asylverfahren erschwert werden. Mehr Polizei und härtere Strafen haben einen kurzfristigen Effekt. Es braucht aber auch Maßnahmen, die das Problem im Kern angehen. Perspektiven für Schulabgänger, bessere Schulen, Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das Schweden, das man sich vielleicht im Ausland vorstellt, ein Schweden mit einem gut ausgebauten Wohlfahrtsstaat, ist es nicht mehr so, wie es früher war. Wir haben 30 Jahre Sparpolitik hinter uns. Regierungen aller Couleur haben weggeschaut und zugelassen, dass sich in den Vororten Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut und Bildung verschlimmern. Es wurde gespart. Bei der Polizei, den Sozialdiensten, den Schulen und beim Wohnungsbau. Diese Ressourcen fehlen uns jetzt. Und wenn man wirklich soziale Maßnahmen ergreifen möchte, die was wirken, das ist extrem teuer. Die über Jahre gewachsene Bandenkriminalität, deren Ursachen so vielfältig und komplex sind, lässt sich nicht von heute auf morgen in den Griff bekommen. I don't think it's going to be
very fast. I think it's going to be slow, and I think we're going to have to get used to having very high levels of gun violence for a long time in the future as well. Dieses Video haben meine Kolleginnen Michelle Amstutz und Jasmin Röhr gestaltet und recherchiert. Auch in den USA ist Waffengewalt ein großes Problem. Dort hat sie aber vor allem mit der Spaltung der Gesellschaft zu tun. Falls ihr darüber mehr wissen wollt, haben wir hier ein weiteres Video für euch.